Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Allein im ersten Jahr der Beobachtungen wurden mehr als 600 wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Und noch mindestens 2 Jahrzehnte lang werden die Wissenschaftler die Geheimnisse des Universums entschlüsseln. Doch nun hat das James Webb Weltraumteleskop ein Phänomen aufgezeichnet, das so seltsam ist, dass es alles, was wir kennen, verändern könnte. Könnte alles, was wir über das Universum wissen, völlig falsch sein? Was hat einen Nobelpreisträger dazu veranlasst, eine erschreckende Warnung auszusprechen? Die Wahrheit könnte noch erschreckender sein, als wir dachten. Die uralte Galaxie, die alles verändert. Was einst wie ein schwacher Fleck in der endlosen Leere des Weltraums aussah, hat sich nun als eine der ältesten jemals entdeckten Galaxien entpuppt. Dank der unvergleichlichen Fähigkeiten des James Webb Weltraumteleskops haben Wissenschaftler die Geheimnisse von GZ9P3 gelüftet. Einer Galaxie, die nur 510 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Jahrelang konnten die Astronomen nur ein schwaches Flackern des Lichts sehen, das kaum zur Analyse ausreichte. Doch dann trat Webb auf den Plan und schrieb die Geschichte neu. Es bestätigte nicht nur die Existenz von GZ9P3, sondern lieferte auch eine Enthüllung, die Wissenschaftler verblüffte. Diese uralte Galaxie war weitaus weiterentwickelt, als alle erwartet hatten. Laut dem GLASS-Projekt Grissom Lens Amplified Survey from Space, das sich auf die Entdeckung ursprünglicher Galaxien spezialisiert hat, war GZ9P3 nicht einfach nur ein weiterer junger kosmischer Körper. Stattdessen scheint sie das Produkt mehrerer kleinerer Galaxien zu sein, die miteinander verschmolzen sind. Eine erstaunliche Entdeckung, die unser bisheriges Verständnis der Galaxienbildung auf den Kopf stellt. Theoretisch sollten frühe Galaxien klein und unentwickelt sein und über Milliarden von Jahren langsam wachsen. Doch GZ9P3 war bereits gut geformt, was darauf hindeutet, dass die galaktischen Verschmelzungen viel früher begonnen haben könnten als bisher angenommen. Noch faszinierender ist, dass neue Daten darauf hindeuten, dass sich GZ9P3 möglicherweise noch im Prozess der Verschmelzung befand. Als JWST ihr Licht einfing, was bedeutet, dass wir Zeugen einer Galaxie werden, die sich mitten in ihrer kosmischen Transformation befindet. Das Rätsel von GZ9P3. GZ9P3 ist eine weit entfernte Galaxie mit einer verwickelten und turbulenten Struktur. 2 deutlich leuchtende Flecken in ihr deuten auf dichte galaktische Kerne hin, was auf eine heftige Kollision zwischen 2 frühen Galaxien im jungen Universum hindeutet. Bemerkenswerterweise könnte diese Kollision genau in dem Moment stattgefunden haben, als JWST sein Bild aufnahm. Die Morphologie von GZ9P3 deutet stark auf eine unvollständige galaktische Verschmelzung hin, erklärt der Forscher Boyette. Wir können immer noch 2 getrennte Komponenten unterscheiden, was darauf hindeutet, dass der Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Wenn massereiche Galaxien miteinander kollidieren, schleudern sie oft Material in den Weltraum. Und das, was JWST aufgenommen hat, könnte eines der am weitesten entfernten Beispiele einer galaktischen Verschmelzung sein, die jemals aufgezeichnet wurden. Aber das war noch nicht alles an Überraschungen. Die hochmodernen Instrumente von Webb ermöglichten einen bahnbrechenden Blick auf die Sternenpopulation der Galaxie. Jüngere Sterne brennen heller als ihre älteren Gegenstücke und prägen oft die sichtbare Struktur entfernter Galaxien. Mit den fortschrittlichen spektroskopischen Instrumenten von JWST entdeckten die Forscher sowohl eine außergewöhnlich junge, leuchtende Sternenpopulation, nur wenige Millionen Jahre alt, als auch eine ältere, reifere Gruppe, die bereits über 100 Millionen Jahre alt war. Vor JWST war es eine Seltenheit, Galaxien zu entdecken, die 400 bis 500 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Hubbles Bildern fehlte die Auflösung, um zu unterscheiden, ob es sich bei diesen alten Formationen um echte Galaxien oder lediglich um Haufen der Population 3 handelte, der ersten Generation massereicher, kurzlebiger Sterne, da intensiv brannten, bevor sie schnell verblassten. Diese Himmelsriesen waren bekanntermaßen schwer zu erforschen, denn ihre kurze Lebensdauer machte sie schwer fassbar. Aber JWST hat alte Annahmen erschüttert. Mit seiner beispiellosen Klarheit bestätigen die Webb-Beobachtungen, dass es sich bei diesen alten, leuchtenden Flecken tatsächlich um dicht gepackte Galaxien handelt, in denen es von Millionen, vielleicht Milliarden von Sternen wimmelt. Diese Entdeckung widerlegt die überholte Vorstellung, dass das frühe Universum lediglich aus lose verbundenen Haufen von Riesensternen bestand.
Darüber hinaus weisen viele der von JWST untersuchten Galaxien komplizierte Merkmale wie Spiralarme und galaktische Balken auf, was beweist, dass sich komplexe Strukturen viel früher in der kosmischen Geschichte gebildet haben als bisher angenommen. Doch GZ9P3 ist ein wahres kosmisches Mysterium. Sie ist nicht nur weitaus massereicher als erwartet, sondern auch fast 10-mal so groß wie andere Galaxien, die JWST aus derselben Zeit identifiziert hat. Ihre Zwillingskerne und ihre chaotische Form gewähren einen seltenen Einblick in eine dramatische und andauernde galaktische Kollision und bieten den Wissenschaftlern ein noch nie dagewesenes Fenster in die turbulenten Anfänge des Universums. Diese Entdeckung stellt grundlegende Theorien über die frühe Galaxienentwicklung in Frage und zwingt die Forscher dazu, die Entstehung solch kolossaler Strukturen so kurz nach dem Urknall zu überdenken. Während das JWST seine Untersuchungen im tiefen Weltraum fortsetzt, könnte GZ9P3 nur die erste von vielen erstaunlichen Entdeckungen sein, die eine neue Ära kosmischer Entdeckungen einläuten. Das Hubble-Weltraumteleskop. Der Start des Hubble-Weltraumteleskops im Jahr 1990 hat unsere Sicht auf das Universum verändert. Über der Erdatmosphäre positioniert, nimmt Hubble unglaublich scharfe Bilder und detaillierte Daten auf, die es uns ermöglichen, alles zu erforschen, von unserem Sonnensystem bis zu den fernen Rändern des Kosmos. Wissenschaftler aus aller Welt konkurrieren in einem offenen und anonymen Auswahlverfahren um die Chance, dieses leistungsstarke Instrument zu nutzen. Hubble ist nach wie vor das einzige weltraumgestützte Teleskop, das hochauflösende Bilder im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarotbereich liefert. Auch nach dem Start des James Webb Weltraumteleskops JWST im Jahr 2021 arbeiten beide Observatorien weiter zusammen, um die Grenzen der astronomischen Forschung zu erweitern und einige der größten wissenschaftlichen Fragen unserer Zeit zu beantworten. Einer der wichtigsten Beiträge von Hubble war die Präzisierung der Hubble-Konstante, mit der die Geschwindigkeit der kosmischen Expansion gemessen wird. Außerdem wurden mit optischen und ultravioletten Instrumenten Sternentstehungsgebiete in erstaunlicher Detailtreue kartiert. Diese Wellenlängen konnten jedoch nur einen Teil der kosmischen Geschichte aufdecken, da sich das Licht von weit entfernten Objekten mit der Zeit ausdehnt. Ein Prozess, der Rotverschiebung genannt wird, sind Infrarotbeobachtungen für die Untersuchung des frühen Universums unerlässlich. Hier kommt das JWST ins Spiel. Mit seinem massiven 6,5 Meter Segmentspiegel und hochmodernen Infrarotsensoren kann JWST das Licht von Galaxien aufspüren, die nur wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Im Gegensatz zu Hubble umkreist JWST den zweiten Lagrange-Punkt, LSY, wo seine Instrumente von der Sonnenhitze abgeschirmt bleiben, sodass sie kalt genug sind, um schwache Infrarotsignale einzufangen. Als JWST L2 erreichte, hielten Weltraumbegeisterte weltweit den Atem an, da das Teleskop einen heiklen Entfaltungsprozess durchlief. Die Ausrichtung der Spiegelsegmente war entscheidend für die Erzeugung klarer Bilder. Als die ersten Bilder eintrafen, übertrafen sie alle Erwartungen. Eines der atemberaubendsten frühen Bilder von JWST war der Deep Field Snapshot, der mit der Nahinfrarotkamera, einer IR-Cam, aufgenommen wurde. Dieses Bild zeigt Tausende von weit entfernten Galaxien, von denen einige so weit entfernt sind, dass ihr Licht durch Gravitationslinsen gestreckt und verzerrt wurde. Jeder winzige Bogen und Strudel auf dem Bild gibt Aufschluss über die Anfänge des Universums und hilft den Wissenschaftlern, die Geschichte der kosmischen Entwicklung zusammenzusetzen. Den Kosmos herausfordern. Das James Webb Weltraumteleskop arbeitet weiter daran, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und die Grenzen unseres Verständnisses zu erweitern. Einer der jüngsten Fortschritte ist die Feinabstimmung mit der Nahinfrarotkamera, einer IR-Kamera. Während die Wissenschaftler Daten sammeln, um die optischen Komponenten des Teleskops zu verbessern, testen sie auch andere leistungsstarke Instrumente an Bord. Eines dieser Instrumente, der Nahinfrarot-Spektrograph IR-Spec, ist eine echte Neuerung. Er verfügt über ein Mikro-Shutter-Array mit 250.000 winzigen, beweglichen Fenstern, von denen jedes nur 0,1 mal 0,2 mm groß ist. Diese Innovation ermöglicht es den Wissenschaftlern, bestimmte Galaxien anzuvisieren und gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen selektiv auszublenden. Auf diese Weise kann JWST die chemische Zusammensetzung,
die Sternentstehungsraten und die Geschwindigkeiten von Himmelskörpern mit noch nie dagewesener Klarheit analysieren. Aber warum ist das so wichtig? JWST ist in der Lage, Galaxien heranzuzoomen, die von früheren Teleskopen wie Hubble als ungewöhnlich eingestuft wurden. Wenn Hubble zum Beispiel eine Galaxie entdeckt, die seltsam hell und rot erscheint, kann JWST sie genauer betrachten, ihre Spektrallinien analysieren und ihre Entfernung und Sternentstehungsaktivität bestimmen. Zu den faszinierendsten Entdeckungen gehören Galaxien wie die Jade-Galaxie GSZ 14-1, von der man annimmt, dass sie nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Das ist ein unglaublich früher Zeitpunkt in der kosmischen Geschichte und wirft große Fragen darüber auf, wie ein so massives System so kurz nach dem Beginn des Universums existieren konnte. Eine weitere schockierende Enthüllung ist die Entdeckung von Galaxien, die anscheinend fast ihr gesamtes verfügbares Gas in Sterne umgewandelt haben. Normalerweise verwandelt sich nur ein kleiner Teil des Gases in Sterne, da Faktoren wie die Rückkopplung von Supernovas und die Verfügbarkeit von kaltem Gas die Entstehung begrenzen. JWST findet jedoch immer wieder diese sogenannten Overachieving-Galaxien, was darauf hindeutet, dass die Standardmodelle der Sternentstehung möglicherweise grundlegend überarbeitet werden müssen. Diese Erkenntnisse stellen langjährige Theorien darüber in Frage, wie sich Materie im frühen Universum unter der Schwerkraft verhält. Wenn das JWST weiterhin solche Anomalien aufdeckt, müssen die Wissenschaftler möglicherweise die Zeitlinie des Urknalls selbst überdenken. Eines ist klar: Unser Verständnis des Kosmos entwickelt sich dank dieses revolutionären Teleskops schneller als je zuvor. Der Urknall. Ein Universum in Frage? Die Urknalltheorie ist die weithin akzeptierte Erklärung für die Entstehung unseres Universums. Sie besagt, dass alles aus einem unvorstellbar kleinen, heißen und dichten Punkt entstand, der sich dann schnell ausdehnte. Im Laufe von 13,7 Milliarden Jahren hat sich diese Expansion fortgesetzt und den riesigen Kosmos geformt, den wir heute sehen. Whatever, wenn einige unserer grundlegenden Annahmen in Frage gestellt werden. In den frühesten Momenten war das Energieniveau unglaublich hoch. Die fundamentalen Kräfte verhielten sich anders, und subatomare Teilchen bildeten und lösten sich auf eine Weise, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall kühlte sich das Universum so weit ab, dass sich neutrale Atome bildeten und das Licht sich frei bewegen konnte. Dieses Ereignis hinterließ einen kosmischen Fingerabdruck, der als kosmischer Mikrowellenhintergrund CMB bekannt ist. Im Laufe von Millionen von Jahren sammelte sich die Materie zu den ersten Sternen und Galaxien und formte das Universum, wie wir es kennen. Die jüngsten Entdeckungen des James Webb Weltraumteleskops JWST haben unser Verständnis jedoch auf den Kopf gestellt. Wenn das Universum etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist, würden wir erwarten, dass sich die ersten großen Galaxien etwa 500 Millionen bis 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall bilden. Das JWST hat jedoch gut strukturierte, helle Galaxien identifiziert, die weniger als 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Diese Galaxien sind nicht, wie erwartet, klein und chaotisch, sondern enthalten viele Sterne und erscheinen reif. Dieser Widerspruch hat unter Wissenschaftlern Debatten ausgelöst. Einige vermuten, dass das Universum älter sein könnte, als wir dachten. Andere glauben, dass sich die Galaxien effizienter gebildet haben, als unsere derzeitigen Modelle vorhersagen. Könnten extrem dichte Gaseinschlüsse oder eine schnellere Abkühlung die Sternentstehung beschleunigt haben? Eine weitere Möglichkeit ist, dass es sich bei einigen dieser hellen Objekte in Wirklichkeit um uralte schwarze Löcher, sogenannte Quasare, handelt, die unsere Messungen verfälschen könnten. Außerdem müssen unsere Methoden zur Berechnung der kosmischen Entfernungen möglicherweise verfeinert werden. Obwohl Rotverschiebungsmessungen im Allgemeinen zuverlässig sind, könnten bestimmte kosmische Bedingungen unsere Interpretationen in die Irre führen. Wenn diese frühen Galaxien tatsächlich so alt und massereich sind, wie es den Anschein hat, könnte uns dies dazu zwingen, grundlegende Aspekte des Urknallmodells zu überdenken. Das dunkle Universum. Ist der Weltraum wirklich leer? Nicht ganz. Die riesigen Bereiche zwischen den Sternen sind mit etwas Unsichtbarem, aber dennoch Mächtigem gefüllt, dunkle Materie. Diese geheimnisvolle Substanz ist zusammen mit der dunklen Energie das Herzstück des weithin akzeptierten Lambda Cold Dark Matter, LCDM, Modells.
das die Ausdehnung und den Aufbau des Universums erklärt. Aber was genau sind dunkle Materie und dunkle Energie? Stellen Sie sich das vor. Während die dunkle Energie die Galaxien auseinandertreibt und die Expansion des Universums beschleunigt, hält die dunkle Materie im Hintergrund die Galaxien zusammen. Ohne sie würde die Anziehungskraft der sichtbaren Materie nicht ausreichen, um Galaxien intakt zu halten. Wissenschaftler schätzen, dass das Universum zu etwa 68% aus dunkler Energie, zu 27% aus dunkler Materie und nur zu 5% aus gewöhnlicher Materie besteht. Also aus dem Stoff, den wir tatsächlich sehen können. Das Problem ist, dass wir dunkle Materie oder dunkle Energie in Experimenten noch nie direkt nachgewiesen haben. Astronomische Beobachtungen deuten jedoch stark auf ihre Existenz hin. Als das James Webb Weltraumteleskop massive Galaxien entdeckte, die sich früher als erwartet bildeten, warf dies große Fragen auf. Hat sich die dunkle Materie in der Vergangenheit anders verhalten? Hat sie sich schneller verklumpt, als wir dachten? Einige Wissenschaftler schlagen alternative Formen der dunklen Materie vor, wie warme oder selbst wechselwirkende Typen, die diese Überraschungen erklären könnten. Auch die dunkle Energie bleibt ein Rätsel. Beobachtungen von Supernovae des Typs Ia, Stern Explosion, die zur Messung kosmischer Entfernungen verwendet werden, haben gezeigt, dass die Expansion des Universums nicht nur anhält, sondern sich sogar beschleunigt. Diese Entdeckung wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Aber neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Auswirkungen der dunklen Energie im Laufe der Zeit verändert haben könnten. Könnte eine unbekannte Kraft im Spiel sein? Einige Theorien versuchen, dunkle Materie und dunkle Energie gänzlich zu ersetzen. Modifizierte Newtonsche Dynamik, MOND und andere auf der Schwerkraft basierende Ideen wurden vorgeschlagen, aber sie haben Schwierigkeiten, wichtige Beobachtungen wie die Muster des kosmischen Mikrowellenhintergrunds zu erklären. Ein weiteres Rätsel ist die frühe Sternentstehung. Galaxien sollten nicht zu schnell ihr gesamtes Gas in Sterne umwandeln. Stellare Winde und Explosionen sollten diesen Prozess verlangsamen. Doch JWST sieht Galaxien, die genau das getan haben. Wenn frühe Galaxien diesen Erwartungen widersprachen, was bedeutet das für unser Verständnis des Kosmos? Das Universum ist voller unbeantworteter Fragen. Jede neue Entdeckung stellt das in Frage, was wir zu wissen glaubten, und zwingt die Wissenschaftler, die Struktur der Realität neu zu überdenken. Planetarische Geheimnisse und kosmische Mysterien. Das James Webb Weltraumteleskop der NASA hat atemberaubende Bilder von massiven Gasplaneten in einem jungen Planetensystem aufgenommen. Char 8799, 130 Lichtjahre entfernt. Fasziniert die Astronomen seit Jahren. Jetzt enthüllen die fortschrittlichen Aufnahmen des Webb-Teleskops neue Details über die Planeten des Systems und verändern die Vorstellungen darüber, wie sich diese Himmelsriesen gebildet haben. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Planeten von HR 8799 große Mengen an Kohlendioxid enthalten. Dies deutet stark darauf hin, dass sie in einem ähnlichen Prozess wie Jupiter und Saturn entstanden sind. Anstatt sich sofort zu bilden, bauten sie langsam feste Kerne auf, bevor sie das umgebende Gas aus einer protoplanetaren Scheibe anzogen. Dieser Prozess, der als Kernakkretion bezeichnet wird, ist seit langem eine führende Theorie, und die Daten von Webb liefern neue Beweise. Darüber hinaus hat Webb bewiesen, dass es in der Lage ist, die Atmosphären von Exoplaneten allein durch Bildgebung zu analysieren. Diese Methode ist ein entscheidender Fortschritt. Traditionell stützten sich die Wissenschaftler auf spektroskopische Instrumente, um die Zusammensetzung der Atmosphäre zu bestimmen. Doch die bildgebenden Fähigkeiten von Webb eröffnen neue Möglichkeiten. Das bedeutet, dass die Forscher nun ferne Planeten detaillierter als je zuvor untersuchen können. Diese Entdeckungen machen jedoch nicht bei der Planetenentstehung Halt. Webb hat auch ein noch größeres Rätsel über das frühe Universum aufgedeckt. Astronomen sind seit langem der Ansicht, dass Galaxien nicht ihr gesamtes Gas effizient in Sterne umwandeln können. Der Grund dafür sind mehrere gegensätzliche Kräfte: Sternwinde, Strahlungsdruck und Supernova-Explosionen, die das Gas nach außen drücken, bevor es weitere Sterne bilden kann. Webb hat nun jedoch Galaxien entdeckt, die dieser Regel zu widersprechen scheinen. Einige alte Galaxien scheinen fast 100% ihres verfügbaren Gases in Sterne umgewandelt zu haben. Wenn das stimmt, stellt dies die Standardmodelle der Galaxienentwicklung in Frage. Wie könnte dies erklärt werden? Eine Möglichkeit ist, dass das Gas im frühen Universum viel dichter und kühler war,
sodass sich die Sterne schnell und ungestört bilden konnten. Eine andere Theorie besagt, dass einige dieser frühen Galaxien ungewöhnlich kompakt waren, was dazu beigetragen haben könnte, dass sie ihr Gas festhielten, anstatt es an äußere Kräfte zu verlieren. Die Wissenschaftler fragen sich auch, ob einzigartige Strahlungsumgebungen oder verborgene kosmische Prozesse die Art und Weise verändert haben, wie Gas zu Sternen kollabierte. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass es sich bei einigen dieser Objekte gar nicht um Galaxien handelt. Es ist möglich, dass hochaktive galaktische Kerne, wie sie, Quasare, so hell lookten, dass sie das Aussehen dicht gepackter Galaxien imitieren. Aus diesem Grund sind Folgebeobachtungen mit den spektroskopischen Instrumenten von Webb von entscheidender Bedeutung. Diese unerwarteten Entdeckungen zeigen, wie sehr Webb unser Verständnis des Kosmos verändert. Je mehr Daten wir erhalten, desto mehr werden die Astronomen altbekannte Theorien in Frage stellen und neue Geheimnisse über die Entwicklung von Planeten, Sternen und Galaxien aufdecken. Die Hubble-Spannung. Das Universum dehnt sich aus. Aber wie schnell? Das ist das Rätsel der Hubble-Spannung, ein großes kosmisches Mysterium, das die Astronomen seit Jahren vor ein Rätsel stellt. Zur Messung dieser Expansion werden zwei verschiedene Methoden verwendet, die jedoch nicht übereinstimmen. Ein Ansatz untersucht nahegelegene Himmelsobjekte, wie Supernovae, um die Hubble-Konstante zu berechnen. Die andere stützt sich auf Daten aus der Frühzeit des Universums, insbesondere auf den kosmischen Mikrowellenhintergrund, um auf den Wert zu schließen, der erreicht werden sollte. Theoretisch sollten diese Methoden die gleiche Antwort liefern, doch das tun sie nicht. Stattdessen liefern sie widersprüchliche Ergebnisse, so dass die Wissenschaftler nach Erklärungen suchen. Eine mögliche Antwort ist ein Phänomen, das als frühe dunkle Energie bekannt ist. Im Gegensatz zu der dunklen Energie, die die heutige beschleunigte Expansion antreibt, könnte diese Kraft nur kurz existiert haben, nur wenige tausend Jahre nach dem Urknall. Wie ein vorübergehender Antigravitationseffekt könnte sie die frühe Expansion des Universums beschleunigt und die Lücke zwischen den beiden Messungen geschlossen haben. Frühe dunkle Energie ist eine mögliche Ergänzung des kosmologischen Standardmodells, die dessen zahlreiche Erfolge bewahren und die Hubble-Spannung auflösen würde. So Michael Boylan Colchin, Astronomer an der University of Texas in Austin. Aber ist dies wirklich das fehlende Teil des Puzzles? Oder ist etwas noch Seltsameres im Spiel? Die Zahlen, die hinter der Hubble-Spannung stehen, machen es unmöglich, das Problem zu ignorieren. Beobachtungen von Supernovae deuten darauf hin, dass sich das Universum mit etwa 73-75 Kilo pro Sekunde und Megaparsec ausdehnt. Wenn die Astronomen jedoch den kosmischen Mikrowellenhintergrund untersuchen, erhalten sie eine niedrigere Rate, etwa 67-69. Beide Messverfahren sind im Laufe der Jahre immer präziser geworden, doch der Abstand bleibt hartnäckig unverändert. Dies ist keine kleine Meinungsverschiedenheit. Es ist ein grundlegender Konflikt in unserem Verständnis des Kosmos. Wenn beide Methoden richtig sind, dann fehlt etwas in unseren derzeitigen Modellen. Könnte die Antwort in den frühesten Galaxien liegen? Jüngste Entdeckungen des James Webb Weltraumteleskops, JWST, haben Astronomen schockiert. Sie enthüllten Galaxien, die viel weiter entwickelt zu sein scheinen als erwartet. Wenn sich Galaxien schneller entwickelt haben als bisher angenommen, könnte dies unser Verständnis von kosmischen Entfernungen und Expansionsraten verändern. Dies wiederum könnte die Hubble-Spannung beeinflussen. Die Astronomen bleiben jedoch vorsichtig. Es werden mehr Daten benötigt, um festzustellen, ob diese Erkenntnisse das Standardmodell wirklich in Frage stellen oder ob sie mit den bestehenden Theorien erklärt werden können. Neue Teleskope, darunter das kommende Nancy Grace Roman Space Telescope und die Euclid-Mission der ESA, sollen noch präzisere Messungen durchführen. Ihre Daten könnten entweder die Hubble-Spannung als echtes, ungelöstes Problem bestätigen oder versteckte Fehler in unseren derzeitigen Methoden aufdecken. Sollte die Diskrepanz fortbestehen, könnte dies die Wissenschaftler dazu zwingen, grundlegende Aspekte der Kosmologie zu überdenken, einschließlich unseres Verständnisses von dunkler Energie und Inflation. Das uralte Echo des Urknalls. Das Universum birgt Geheimnisse jenseits aller Vorstellungskraft. Und eines davon ist der kosmische Mikrowellenhintergrund, Cosmic Microwave Background. CMB, ein geisterhaftes Relikt des ersten Lichts, das sich jemals frei bewegte. Dieses schwache Leuchten, ein Geflüster des Urknalls, zieht sich durch den gesamten Kosmos. Es ist das älteste nachweisbare Licht.
Ein versteinerter Schnappschuss aus den Anfängen des Universums. Wissenschaftler sprechen von einem Echo, einer Schockwelle der Schöpfung selbst. Seine Entdeckung erfolgte zufällig. Im Jahr 1965 entdeckten zwei Radioastronomen, Arno Penzias und Robert Wilson, mit ihrem Teleskop ein ungewöhnliches Signal. Es war überall präsent und blieb unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit konstant in seiner Stärke. Da sie Störungen vermuteten, überprüften sie ihre Geräte gründlich und entfernten sogar Tauben, die sich darin eingenistet hatten. Doch das Signal blieb bestehen. Schließlich stellten sie fest, dass es weder von der Erde noch von der Milchstraße stammte. Es war eine Botschaft von vor fast 14 Milliarden Jahren. Lange bevor es Galaxien und Sterne gab, war das Universum ein chaotischer, glühend heißer Ozean aus Teilchen. Atome konnten sich nicht bilden, weil geladene Teilchen das Licht endlos streuten. Denn nach 380.000 Jahren sank die Temperatur und ermöglichte die Entstehung neutraler Atome. Das Licht wurde freigesetzt, und als sich der Raum ausdehnte, dehnte sich diese uralte Strahlung zu Mikrowellen aus. Heute kommt dieses Glühen aus allen Richtungen und liefert wichtige Hinweise auf die Vergangenheit des Universums. Die Kartierung des CMB offenbart mehr als nur Restwärme. Es enthält die Fingerabdrücke der Schöpfung selbst. Winzige Temperaturschwankungen in den Daten der Wilkinson-Mikrowellen-Anisotropie-Sonde WBU-MAP und des Planck-Satelliten geben Hinweise auf die Entstehung von Galaxien und kosmischen Leerräumen. Diese Muster gehen auf eine Ära der schnellen Expansion zurück, die als kosmische Inflation bezeichnet wird. Wenn diese Theorie richtig ist, haben sich die Quantenwellen dieses frühen Ausbruchs zu den riesigen kosmischen Strukturen entwickelt, die wir heute sehen. Dennoch gibt es weiterhin Rätsel. Bestimmte Anomalien im CMB geben den Wissenschaftlern Rätsel auf. Einer der rätselhaftesten ist der kalte Fleck. Eine massive Region mit niedrigeren Temperaturen, die sich einer einfachen Erklärung entzieht. Einige vermuten, dass er auf exotische Physik hindeutet. Möglicherweise sogar auf eine Kollision zwischen unserem und einem anderen Universum. Andere argumentieren, dass das Standardmodell der Kosmologie möglicherweise überarbeitet werden muss. Herausforderungen für den Urknall und das sich ausdehnende Universum. Teleskope wie das James Webb Weltraumteleskop eröffnen neue Möglichkeiten für unser Verständnis des Universums. Jedes Mal, wenn das JBST neue Bilder sendet, bietet es uns die Möglichkeit, unsere aktuellen Theorien zu überprüfen. Wenn frühe Galaxien nicht mit den Vorhersagen auf der Grundlage des kosmischen Mikrowellenhintergrunds übereinstimmen, könnten wir die Entwicklung des Universums falsch verstanden haben. Wissenschaftler vergleichen diese Schnappschüsse des Kosmos, um zu sehen, ob die Strukturen des frühen Universums mit unseren Erwartungen übereinstimmen. Und wenn etwas nicht übereinstimmt, könnte das bedeuten, dass uns ein entscheidendes Teil des kosmischen Puzzles fehlt. Hat sich das Universum auf eine Weise ausgedehnt, die wir nicht erwartet haben? Könnte die Inflation, die Idee, dass sich das Universum nach dem Urknall schnell ausdehnte, unvollständig oder sogar falsch sein? Die Inflation wurde vorgeschlagen, um viele Dinge zu erklären. Warum das Universum in großem Maßstab glatt aussieht, warum es keine Merkmale wie magnetische Monopole aufweist und warum seine Geometrie nahezu flach erscheint. Aber was wäre, wenn die Inflation nie stattgefunden hätte? Einige Wissenschaftler gehen von einem hüpfenden Universum aus, das endlose Zyklen von Expansion und Kontraktion durchlaufen hat. Andere gehen von einem Universum aus, das schon immer existiert hat, ohne einen wirklichen Anfang. Könnte die Quantenphysik der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen sein? In den frühesten Momenten des Universums verschmolzen Raum und Zeit miteinander und schufen extreme Energiebedingungen, die wir heute nur in Hochenergie-Experimenten wie denen am Large Hadron Collider LHC nachstellen können. Tief unter der Erde wird mit Detektoren nach dunkler Materie gesucht, einem weiteren fehlenden Teil des kosmischen Puzzles. Wir verstehen den Zusammenhang zwischen Teilchenphysik und kosmischer Expansion noch immer nicht ganz. Einige Physiker glauben, dass die Stringtheorie eine Antwort liefern könnte, die Idee, dass alle Teilchen winzige schwingende Fäden sind, die sich durch verborgene Dimensionen bewegen. Wenn dies zutrifft, könnten Schwerkraft und Quantenmechanik vereint werden. Aber es ist nicht leicht, dies zu beweisen. Das frühe Universum könnte der einzige Ort gewesen sein, an dem solche extremen Energiebedingungen jemals existierten. Und wenn Anomalien im CMB auf zusätzliche Dimensionen oder unbekannte Physik hinweisen, könnten sie einige der besten Hinweise sein.
die wir haben. Könnte der Urknall selbst eine Illusion sein? Bestimmte Modelle der Quantengravitation legen nahe, dass die Raumzeit, so wie wir sie verstehen, bei den höchsten Energien zusammenbrechen könnte. Statt einer einmaligen Explosion könnte der Urknall ein Übergang zwischen verschiedenen kosmischen Zuständen gewesen sein. Wenn JWST Galaxien findet, die älter sind als erwartet, könnten die etablierten Zeitlinien zusammenbrechen. Vielleicht ist die wahre Geschichte des Universums viel komplexer, als wir es uns vorstellen. Und über das hinaus, was wir sehen können, dehnt sich das Universum weiter aus. Das beobachtbare Universum erstreckt sich über 92 Milliarden Lichtjahre. Aber das ist nur der Teil, in dem das Licht genug Zeit hatte, uns zu erreichen. In einigen Regionen dehnt sich der Raum schneller aus als die Lichtgeschwindigkeit. Was bedeutet, dass uns große Teile des Universums für immer verborgen bleiben werden. Hat der Weltraum eine Grenze? Wenn das Universum unendlich ist, dann hat es keine Grenze. Aber wenn es endlich ist, was ist dann jenseits davon? Einige Wissenschaftler schlagen die Existenz eines Multiversums vor, in dem durch endlose Zyklen der Inflation unendlich viele Universen entstehen. Sollte dies zutreffen, könnte es subtile Abdrücke kosmischer Kollisionen geben, die im CMB oder in der Verteilung der Galaxien verborgen sind. Diese Beweise aufzuspüren, ist jedoch kein leichtes Unterfangen. Das Universum hält seine Geheimnisse gut gehütet. Ohne konkrete Beweise bleiben diese Ideen spekulativ. Die Suche nach Antworten geht weiter. Mit neuen Beobachtungen, fortschrittlichen Instrumenten und tieferen Theorien werden wir vielleicht eines Tages herausfinden, was in den allerersten Momenten der Zeit wirklich geschah. Das Universum gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis, aber jede unerwartete Anomalie und seltsame Beobachtung bringt uns dem Verständnis der kosmischen Geschichte näher, die in ihrem ältesten Licht geschrieben wurde. Wir hoffen, dass Ihnen diese Reise durch den Kosmos gefallen hat. Wenn ja, dann gefällt sie euch. Abonniert sie und haltet euch auf dem Laufenden über weitere erstaunliche Geschichten, die auf euch zukommen. Wir sind bald wieder da. Auf Wiedersehen.